Hollywood-Schaulaufen par excellence erwartet euch in den kommenden 11 Minuten. Und damit willkommen bei den Star News. Die Consuelo Castiglioni ist in Lugano aufgewachsen und gehört mittlerweile zu den angesagtesten Modedesignerinnen weltweit. Mit ihrem im Jahr 1994 gegründeten Label Marni reiht sie sich jetzt in die Liste von diesen Modeschöpfern ein, die für H&M eine erschwingliche Kollektion kreieren. Milla Jovovich, Mel Gibson oder auch Barrymore haben sich das Premiere-Dinner von dieser Lancierung in der Hollywood Hills LA nicht entgehen lassen. I don't know Marni at all. I don't even know what you're talking about. It's a dinner tonight celebrating Sofia Coppola with Marni and H&M, and I think it's going to be a splendid dinner. Ein spannender Abend erwartet uns allemal. Consuelo Castiglioni, Designerin des italienischen Modelabels Marni, ist nach Karl Lagerfeld oder auch Versace die nächste Auserwählte, um mit dem schwedischen Modegiganten H&M gemeinsam zu spinnen. Wir haben uns in Los Angeles an die Fersen der Prominenz geheftet und wollten wissen, wie die neue Kollektion, die eine farbenfrohe Mischung verschiedener Formen und Linien aufweist, ankommt. Barrymore zum Beispiel ist offensichtlich begeistert. I mean, I've loved Marni for so many years because I love mixing patterns. And so when a designer tells people that it's okay, I'm a huge fan of that. Like in the 80s, there were stripes and polka dots and stars and a lot of other things, and I thought it was the coolest. But I think Marni has a much more amazing way of combining their patterns. Nicht nur Barrymore steht auf Marni. Sofia Coppola, Tochter des legendären Francis Ford, drehte nicht nur den passenden TV-Spot zur aktuellen Kampagne, sie zeigt sich auch als großer Fan der neuesten Kollektion. Genauso Freida Pinto, die indische Schauspielerin und Hauptdarstellerin von Slumdog Millionär, ließ sich die Sause in Beverly Hills nicht entgehen. James Jagger wiederum, Sohn von Mick, weilt nur kurz in LA und weiß vor allem, wie diese Hypes in England ankommen. I really like that H&M have been doing all the collaborations with everyone because it gives people a chance to wear nice clothes, and you can tell by the way people have been queuing around the blocks in all the stores. I don't know about in LA, but in London, when the H&M and Versace collaboration came, people were like queuing around the corner and like sleeping on the sidewalk. But yeah, I really like it. It's kind of like they do like a modern thing. It's still quite for men. It's still quite simple and classical, you know. Auch die Jeanne d'Arc und Resident Evil Schauspielerin Milla Jovovich strahlt in ihrem neuen Marni-Kleid. Das ukrainische Topmodel hat alle Bretter, die die Welt bedeuten, gesehen und bringt die Essenz dieser Zusammenarbeit auf den Punkt. I think it's wonderful. I mean, I think more women today are going to be able to have access to beautiful designer-made clothing that's high quality and that's kind of cutting edge without having to spend all the money that they can't afford. I mean, it's not fair. I mean, there's so many cool girls in town that only shop vintage. It's so nice to be able to go to H&M and get something that looks like a modern take on a vintage piece, like this Marni dress, for instance, that reminds me of a Jackie O piece, but it's like modern. To be able to afford that, that's important. Sie kam wohl, weil es etwas umsonst gab. Nein, natürlich nicht. Wer sich aber als Millionärin und als Langfinger einen Namen macht, muss wohl noch einige Jahre mit den Konsequenzen rechnen. Night on Earth Schauspielerin Winona Ryder zeigte sich an diesem Abend äußerst elegant und bedacht. You know, it's interesting because I have a lot of her clothes from like probably 15 years ago when she did like these very faded floral, very almost 1940s prints and then she's moved. She's very much like artistically inclined. She doesn't. It's not like selling sex or selling the. It's not that kind of thing, which can sometimes be a little tacky. But it's more very artistic and very the shapes and the prints and the. I think she's very much an artist that way. I feel like it's like as easy but chic. But what I like about Marni is that they do have an opinion on fashion that is very, very close to modern art, nearly. They're kind of into concept and strength and shapes and fabrics a lot. I just love the fact that Consuelo keeps it easy for girls to, of all shapes and sizes.
But this particular collection, I love the socks and I love the color blocking. I was involved by doing the commercial and I met Consuelo and I just tried to do something that seemed to fit with the mood of the collection and what they were looking for. Nach all den Anstrengungen auf dem roten Teppich dürfen sich die VIPs von Roxy Music-Sänger Brian Ferry beriesen lassen. Einer aber verstand immer noch nicht, wo zum Teufel er sich überhaupt befindet. What is it? What's Marni? What is it? Fashion, okay. See, look at me. Do I look like I know about fashion design? Mel Gibson, gang das nächste Mal besser an eine Spirituosenmesse statt an eine Modelancierung, wenn du keine Ahnung davon hast, Schlaumeier. Der Louis aus Lens-le-Saunier in Frankreich wäre im Vergleich schon ein bisschen mehr draus gekommen. Der Louis war nämlich französischer Unternehmer und hat vor über 150 Jahren, nämlich 1854, seine eigene Marke Louis Vuitton gegründet. Alles andere ist bekannt und eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Mittlerweile setzt sich Louis Vuitton auch für die Aufrechterhaltung vom Filmschaffen ein, nirgends Geringeres als im Herzen von Rom. I'm here to sort of celebrate the fact that Vuitton, in its great good wisdom, is helping to preserve and enshrine the behind-the-scenes arts that go into cinema. This is very exciting tonight because Louis Vuitton just opened the new store in this very beautiful old cinema that wasn't used for years. When places like that born and they do things like they do for cinema also and culture in general, it's always beautiful. It's so opulent, having that much empty space, that much void in the middle of Rome. But also that you mount this extraordinary staircase and the zenith moment is a cinema screen. I mean, it's heaven. It's amazing. It's huge, really beautiful, and I think fashion and cinema are really combined, two environments combined. We are in a cinema, but we are in a huge, beautiful store. This is redone by Peter Marino. They remade this place, which will be a maison, but also bookstore and a experimental space for movie. Die wunderbare Cate Blanchett ließ sich sogar zu einer Aussage zu dem am meist erwarteten Film dieses Jahrzehnts, nämlich dem Hobbit, hinreißen. I did a small bit on the Hobbit, which was really fabulous, going back a decade later to put back on the ears and work opposite Ian McKellen and Hugo Weaving again. They preserve the cinema and that is kind of, that's what's so special, that nothing gets destroyed, it just gets enhanced with this new modern style and preserves history. Der Hobbit kommt übrigens Ende von diesem Jahr in Schweizer Kinos. Aber bis der Bilbo Beutlin sich auf den Weg macht, gibt es noch 41 Star News. Das nächste Mal wie gewohnt am Dienstag am 7. Ich freue mich auf unser nächstes Rendezvous. Tschüss.